Hallo liebe Gemeinde und recht herzlich willkommen bei Vancamper 65. Heute mal aus dem Vancamper 65 Studio. Ja, so sieht mein Arbeitsplatz aus, vielleicht auch mal interessant, schon ganz normaler Mac. Aber das ist nicht das Thema der heutigen Sendung, sondern es geht um sowas. Nämlich Navi am Handy oder dann via CarPlay am Auto, am Camper. Das kennt jeder, das ist Google Maps. Oder bei den iOS-Geräten geht es auch hier mit Apple-Karten. Beides habe ich schon ausgiebig getestet und ja, wie gesagt, kennt jeder. Was ich euch heute vorstellen möchte, ist Mappy CZ und das seht ihr jetzt in diesem Video. Ja, dann fangen wir mal an. Ich habe Mappy CZ, hier oben seht ihr das gibt es auf Deutsch und ist auch völlig kostenlos. Mal aufgerufen im Browser und dann sieht man ja, eine Karte wie bei Google Maps oder auch bei Apple-Karten dann auf dem iPhone oder auf dem Tablet. Und im Prinzip, ja, alles sehr intuitiv, aber wie gesagt, kostenlos. Vielleicht noch zwei Worte vorab. Von wem ist Mappy CZ? Mappy CZ ist von der tschechischen Firma Seznam. Kannte ich bis letzte Woche auch noch nicht. Und da habe ich mal gegoogelt, wer Seznam CZ ist. Und das ist quasi ein tschechisches Internetportal mit Suchmaschinen. Wie hier oben auch beschrieben, bis ins Jahr 2011 Google in Tschechien keine Chance hatte. Das wurde alles von Seznam gemacht. Deswegen ist es ein ziemlich erfahrener und langjähriger Internetanbieter in der Tschechei und deswegen sind auch entsprechend die Produkte recht gut. Und eins davon ist Mappy CZ. Wie bin ich drauf gekommen? Ich habe es mal im Internet gesehen. Ich glaube, der Kai nutzt es jetzt gerade von Travel Camping Living und dann habe ich mal gegoogelt, in YouTube gesucht, kaum was gefunden und deswegen wollte ich jetzt mal geschwind das Video machen, dass es einfach ein bisschen bekannter wird. Wie gesagt, kostenlos und auch mit CarPlay funktioniert es. Anschließend tue ich noch ein paar Screenshots von der Navigation am Handy im Auto mit einblenden. So, suchen, ganz klar. Man kann hier oben, sagen wir mal, Konstanz eingeben und dann findet er Konstanz und dann kann man da auch Routen planen. Und man kann dann sagen, das ist das Ziel. Und letztendlich den Startpunkt kann man festlegen. Da kann man quasi hier reinzoomen und sagen, ich fahre von Stockach aus letztendlich mit dem Auto, mit dem Zug, Laufen, Radfahren. Also all die bekannten Dinge. Man kann verschiedene Routen wählen, Vorgaben machen und. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, alles nicht so in der Tiefe zu erklären. Was noch hübsch ist, man hat hier ein paar Werkzeuge. Man kann zum Beispiel GPX-Import machen. Dafür ist es aber notwendig, dass man sich einmal anmeldet bei Seznam, was eigentlich auch recht einfach ist. Man gibt seine Daten ein. Man braucht eine Telefonnummer, eine Handynummer, wo man dann über SMS quasi eine Bestätigungsmail oder Bestätigungs-SMS an Seznam wieder zurückschreibt. Aber dann kann man auch hier den GPX-Import machen. Man kann aber auch Messen von Entfernungen machen. Das finde ich zum Beispiel auch ganz nett, dass man hier so klicken kann, wenn man da jetzt umeinander läuft, wie denn hier jetzt quasi so die Entfernungen sind. Und ihr seht auf der rechten Seite dann auch gleich das entsprechende Höhenprofil und wie der da hinterherläuft. Also auch für Wanderungen und Outdoor-Aktivitäten ein richtig cooles Tool. Das hier natürlich nur am PC, aber man kann die Touren dann auch entsprechend abspeichern und exportieren und teilen und hat sie dann auch wieder an seinem Handy zur Verfügung. Man hat des Weiteren die Möglichkeit, unten das Ganze noch zu drucken, eigene Punkte erstellen und. Wir brechen hier jetzt mal die Messung ab. Es gibt auch eine 3D-Ansicht am PC, die ist aber sehr rechenintensiv, wie ihr seht. Das dauert ein Weilchen, bis er da alles dann ausgerendert hat, ausgerechnet hat. Das ist eher eine Spielerei, aber ihr seht, es funktioniert.
finde ich mal eigentlich so eine ganz coole Sache. Dann kann man gerade so Wanderpunkte auch im Gebirge ein bisschen realistischer wirken lassen. Machen wir mal wieder aus. Es gibt hier noch verschiedenste Karten, die man sich angucken kann, zum Beispiel eine Verkehrkarte. Da habe ich jetzt noch keine Erfahrung mit machen können, weil mangels Zeit und Verkehr kam ich jetzt noch nicht dahinter, wie man letztendlich, Handmessung tun wir mal beenden, wie man da die Verkehrsdichte sich anzeigen lassen kann. Aber das findet ihr sicherlich dann auch mal raus. Es gibt dann auch noch eine Wanderkarte, die hatten wir ja bereits. Dann gibt es die Basiskarte, die sieht so aus. Flugperspektive ist dann Satellitenanzeige, also alles Mögliche. Des Weiteren gibt es auch noch die Möglichkeit, über die Bildkarte sich gewisse Bilder anzuschauen, die irgendwelche User dann schon gemacht haben, ähnlich wie bei Google Maps. Es ist natürlich klar, dass hier noch weniger Bilder vorhanden sind wie Google Maps, weil einfach der Gebrauch von Mappy CZ noch nicht so ist. Aber wenn man dann unterwegs ist, kann man dann zum Beispiel gerade am Handy irgendwie Bilder machen und zu diesem Ort hinzufügen. Und dann erscheint es letztendlich. Das Ganze finde ich eine gute Alternative für Google Maps und vor allem mit der Routenführung bin ich jetzt mal gespannt. Werde ich jetzt mal in den nächsten 2-3 Wochen ausprobieren. Probiert's ihr doch bitte auch mal aus und schreibt in die Kommentare, wie zufrieden ihr mit der Navigation sind, weil man hört doch immer von Google Maps, dass da ein bisschen was durcheinander geht. Dementsprechend war es jetzt eigentlich auch schon. Ich würde jetzt hier nochmal geschwind von Konstanz nach Stuttgart fahren möchten. Und man sieht dann letztendlich, es ist so und so weit dahin. Und auf dem Handy kann man dann entsprechend auch die Navigation starten. Das blende ich euch jetzt gerade mal ein. Da bin ich gestern Abend noch schön zum Freund gefahren. Und da seht ihr mal, wie das Ganze am Handy aussieht. Wie gesagt, sehr intuitiv. Und probiert es einfach mal aus. Wir machen jetzt nicht länger, wie es ist. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, weil, wie gesagt, gute Sachen würde ich immer gern unter die Leute bringen. Und Mappy CZ finde ich eine gute Sache. Deswegen war es mal wieder ein kleiner Technikvideo aus dem Van Camper 65 Studio. Nächste Woche über Ostern sind wir auf Achse, da folgt dann auch ein Video und dann haben wir noch 2-3 Produktvorstellungen demnächst. Also es kommt wieder Content. Bis dann, schöne Ostern wünsche ich euch, bis bald mal wieder auf unserem Kanal. Daumen oben, abonnieren und liken. Okay? Bis dann, ciao, euer Richie.